Ja, Python 3.10 ist da und es gibt super viele Neuerungen, aber grundsätzlich ist erstmal wichtig, das, was ihr bislang an Python kennt, das bleibt auch genau gleich. Das heißt, es verändert sich für euch erstmal nichts. Ihr bekommt aber, wenn ihr Python Version 3.10 verwendet, neue Features dazu, wie immer eigentlich. Das Ganze wird ja immer weiter verwendet. Zum Beispiel, deswegen fangen wir im Terminal an, wenn ihr Fehler macht, zum Beispiel irgendwas Komisches schreibt, was einen Fehler verursachen würde, dann bekommt ihr jetzt im Terminal bzw. beim Ausführen deutlich bessere Fehlerinformationen. Und das sieht zum Beispiel so aus. Wenn wir Folgendes einfügen, ich habe das schon mal vorbereitet, dann sehen wir, also more data ist einfach eine Liste aus irgendwas und dann versuche ich einen f-String auszuführen. Also normal print und dann halt einfach einen Format-String zu verwenden. Und dann sehe ich hier f-String cannot use start expression here, weil ich hier eben versuche, die Daten auszupacken über einen Stern. Das funktioniert in Format Strings noch nicht, denke ich mal, aber ich weiß es nicht. Vielleicht kommt das noch irgendwann, aber aktuell funktioniert es auf jeden Fall nicht. Und die Fehlermeldung ist jetzt halt deutlich, deutlich besser. Dazu haben sie intern wirklich einiges geändert. Zum Beispiel auch, wenn ich if a gleich b schreibe, dann bekomme ich ebenfalls eine Fehlernachricht, Syntax Error, Invalid Syntax. Das war das, was ihr davor bekommen habt. Jetzt bekommt ihr hier noch eine detaillierte Information, was vielleicht funktionieren könnte. Maybe you meant, also vielleicht hast du gemeint, ist gleich, statt nur einem ist gleich oder einem Doppelpunkt ist gleich. Doppelpunkt ist gleich ist ja definieren, also der Walrus-Operator. Und ja, in dem Fall war es eigentlich eindeutig, dass wir ist gleich gemeint haben. Aber wir müssen jetzt nicht mal mehr suchen. Wir bekommen direkt angezeigt, welche Zeile das ist und was da sein sollte. Auch wenn wir das ganz richtig machen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, if 2 gleich 2, was ja offensichtlich falsch ist, und dann hier nicht richtig indentieren, sondern zum Beispiel hier print high ausgeben, dann sagen wir Indentation Error, das war ja schon davor. Normalerweise bekommt ihr aber die Fehlermeldung angezeigt, hey, da stimmt irgendwas nicht. Also ich zeige euch das mal. Wobei, nee, ich kann es euch gar nicht mehr zeigen, weil ich jetzt 13 habe. Expected an indented block after if statement on line 1. Das heißt, ihr bekommt hier wirklich eine detaillierte Fehlermeldung, was eigentlich gerade falsch gelaufen ist. Und ja, das macht Python, finde ich, noch deutlich einsteigerfreundlicher, vor allem mit diesen zusätzlichen Informationen. Das ist alles, was man können muss, ist ein bisschen Englisch und ein bisschen Verständnis mitbringen und schon kann man die Fehlermeldung verstehen. Davor waren die Fehlermeldungen schon gut, jetzt sind sie wirklich überragend gut geworden. Also so viel dazu. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf die zwei Sachen, die ich hier gerade genannt habe, sondern generell die Fehlermeldungen sind deutlich, deutlich komplexer. Okay, kommen wir aber mal zu den Features, die dazugekommen sind. Das, was ihr vielleicht neu braucht. Ihr kennt vielleicht den with-Operator. Der wird ja häufig benutzt, um den Code so ein bisschen sauber zu halten und Variablen eben nur in einem Bereich gültig zu machen. Das heißt, ich kann hier schreiben, zum Beispiel with, wir bauen irgendwas, zum Beispiel open data.txt as f, dann habe ich quasi meine Datei data.txt als f geöffnet. Ja, und dann kann ich hier in diesem Bereich f.write oder f.read oder sonst irgendwas machen. In dem Fall mache ich einfach nur ein f.close. Also quasi wir schließen die Datei wieder. So, das ging ja schon relativ lange. Jetzt kam es aber vielleicht mal vor, dass ihr mehr als eine Datei gebraucht habt. Zum Beispiel eine Eingabe- und eine Ausgabedatei. Und dann war es ein bisschen schwierig, weil man musste dann halt zum Beispiel noch ein with machen. Das führt irgendwann dazu, dass der Code unübersichtlich wird. Und das dachten sich eben auch die Python-Entwickler und haben jetzt einen neuen Kontextmanager hierfür aufgemacht, sodass ihr zum Beispiel mehrere Sachen haben könnt. Dazu braucht ihr einfach nur die Klammern, die konnte man ja schon, also kann man jetzt neu irgendwie so setzen. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, das wäre jetzt zum Lesen meine Datei, die nenne ich dann File in. Und dann möchte ich gerne noch mehr Dateien haben, und zwar mache ich dann einfach ein Komma hinten dran, mache das Ganze in eine neue Zeile. Und zum Beispiel sage ich dann hier open output.txt, write. So, das sieht jetzt erstmal falsch aus. Und lass mich das vielleicht noch hier ein bisschen aufhübschen. Es sollte eigentlich so aussehen, dass wir das so haben. So, und die muss ich jetzt natürlich auch noch irgendwie benennen as fout, also als Datei Output.
Okay, ihr könnt hier hinten dran übrigens auch ein Komma setzen, ihr müsst aber nicht, das ist quasi euch überlassen. Python lässt euch beide Optionen offen, die gehen beide. Und jetzt kann ich hier tatsächlich mit, gut, F kennen wir nicht mehr, Fin oder Fout arbeiten. So, wenn ich das jetzt hier starte, dann sehen wir No Such File, okay, sollte ich vielleicht kurz erstellen. Und wir sehen, es funktioniert. Also wenn ich jetzt die Datei wenigstens erstellt habe, dann kriege ich hier keinen Fehler mehr. Lasst euch nicht von dieser Unexpected Expression Syntax Error hier irritieren. Das liegt einfach daran, dass PyCharm einfach noch nicht auf Version 3.10 abgegradet ist. Aber es funktioniert. Also ich kann diesen Code in Python 3.10 ausführen, ohne einen Fehler zu bekommen. Das ist quasi ein neues Feature. Ich kann hier jetzt innen drin mit Fin und mit Fout arbeiten. Ich kann mehrere dieser Definition eben machen. Und ich kann natürlich das Ganze auch kombinieren. Ich muss das nicht immer als Datei machen. Ich kann hier auch irgendwie sagen, ey, wir bauen uns jetzt hier eine Class, bla bla, also eine Klasse, die wir zum Beispiel selber gebaut haben, als Object oder sowas. Nennen wir es einfach OBJ. Dann kann ich das auch machen, wenn ich das möchte. Ich kann hier so viele Sachen definieren, wie ich möchte. Und diese Variablen sind dann eben nur in dem eingerückten Bereich gültig. Das ist ziemlich cool. Wie gesagt, ihr müsst das auch nicht in eine neue Zeile schreiben, ihr könnt das auch so haben. Ich finde es so fast ein bisschen übersichtlicher, weil man so eher definiert hat, wo es eigentlich ist. Oder ihr rückt das Ganze so ein. So persönlich würde ich das eher machen. So finde ich es ein bisschen unübersichtlich, weil man nicht genau weiß, wo fängt eigentlich die Indentation an. Aber ja, das geht jetzt mittlerweile alles. Dazu gekommen ist außerdem ein neuer Union-Operator für Typen. Das heißt, es kann ja mal vorkommen, dass ich zum Beispiel eine Funktion habe. Zum Beispiel addieren. Ja, eine super simple Funktion. Und normalerweise, oder was man machen kann seit einigen Versionen in Python, ist, ihr könnt den Typen angeben. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne A und B aufeinander drauf addieren. Und möchte ich hier natürlich was zurückgeben. Zum Beispiel eben A plus B. Ist jetzt nichts Spannendes. So würde eine sehr, sehr einfache Additionsfunktion aussehen. Jetzt kann man allerdings hergehen und natürlich sagen, diese Typen, die definiere ich jetzt. Zum Beispiel als Integer oder als Integer. Und mein Output-Typ, den würde ich auch definieren. Und zwar auch als Integer. So, das gibt es schon länger. Das ist jetzt nichts Neues. Das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Jetzt kann aber natürlich bei einer Addition nicht nur ein Integer, sondern auch ein Float verwendet werden. Und naja, wenn ich jetzt halt hier Add aufrufe mit einem Float, dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, ich kann hier aufrufen, zum Beispiel print, add von 4 und 5, sorry. Das ist ja kein Problem. Was ich aber nicht kann, ist 4 und 5,5 aufrufen. Da kriege ich einen Fehler, auch wenn die Funktion das eigentlich könnte. Das heißt, hier bleibt mir eigentlich kaum was anderes übrig, als mehrere Typen zu verwenden. So, und vorher, also bevor Python Version 3.10, hat man das Ganze so gemacht über Union und dann halt hier die Typen quasi reingesteckt. Man musste hier wirklich so mehrere Typen definieren, was ein bisschen ungünstig war. Dann musste ich hier quasi schreiben, okay, ich hätte ganz gerne ein Union von einem Float und einem Int und habe dann quasi beide Typen. Das muss ich sogar noch importieren. Und alles ist eher unschön. Types.union, ja genau. Types.union, alles eher unschön. So, das machen wir nicht mehr. Stattdessen sagen wir, ey, das Ding kann ein Int oder ein Float sein und können das Ganze jetzt hier einfach über einen Typen angeben, also quasi einfach über so einen geraden Strich. Das heißt, ich sage hier, die erste Zahl darf ein Int oder ein Float sein, die zweite Zahl in dem Fall darf auch ein Int oder ein Float sein und die dritte Zahl darf auch ein Int oder ein Float sein. Das heißt, eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl. Und beide Typen sind jetzt möglich. Ist viel, viel lesbarer, viel, viel angenehmer als davor, wenn man Typen angeben möchte. Wie gesagt, man muss ja keine Typen angeben, aber für manche Funktionen wird es dann doch irgendwann mal sinnvoll. Und manchmal habe ich halt mehrere Ausgabetypen. Manchmal möchte ich halt nicht immer eine Zahl zurückgeben, sondern manchmal möchte ich halt auch ein Objekt zurückgeben. Zum Beispiel, falls irgendwas mal kaputt geht. In zum Beispiel diesem Fall. Genau, und in dem Fall können wir wirklich alles reinstecken, also halt alles, was da angegeben ist. Ich kann natürlich jetzt hier eine Gleitkommazahl reinstecken, ich kann eine Integerzahl reinstecken, ich kann auch beides kombinieren. Was ich nicht kann, ist ein String reinstecken. Das funktioniert nicht mehr. Dann kriege ich nämlich hier einen Fehler. Und ja, wir sehen hier, es ist ja eigentlich nur ein optionaler Check hier oben, aber es ist für mich im Interpreter, sehe ich direkt, oh, ups, das ist nicht so gewollt. Kann auf jeden Fall euren Code sauberer machen und helfen, das Ganze besser zu verstehen und besser auch zu nutzen, gerade im Team.
Ansonsten gab es noch sehr viele kleinere Änderungen und sehr viele Verbesserungen von irgendwelchen Modulen. Die stelle ich euch jetzt hier gar nicht alle vor, weil die sind eigentlich für den Alltag selten relevant. Es gibt quasi so einzelne Verbesserungen, die man vielleicht sich mal angucken könnte, aber das mache ich jetzt nicht kurz hier in diesem Video. Eine große Änderung gibt es allerdings noch, aber die werde ich euch im nächsten Video vorstellen. Und zwar ist das Pattern Matching. Alles klar, wir hören uns dann wieder. Bis dann. Ciao.